Ist ein Musikraum mit Infrarotheizung möglich? Ja oder nein? Dieser Frage gehen wir heute nach. Herzlich willkommen im neuen Video. Heute hinter mir ein großer Proberaum, Musikraum, da wo heute in fast jeder Gemeinde, auch natürlich in vielen Bands, genau diese Thematik besteht. Ihr habt vielleicht irgendwo einen coolen Proberaum, aber der soll nicht zu heiß sein, aber er soll auch nicht zu kalt sein. Also ihr braucht zum Beispiel kühlere Temperaturen, weil ja, wenn mehrere Personen drinnen sind, dann wird der so oder so sehr heiß. Aber es ist heute ja so, dass du heute sämtliche so Instrumente jeglicher Art sein, also kostenintensiv und natürlich oft heute auch mit Feuchtigkeit nehmen die großen Schaden, die Instrumente, oder sie kriegen Kondenswasserprobleme, sie kriegen Schimmelprobleme. Das kennt man auch zum Beispiel von Orgeln, von den Kirchen, wenn heute die Luft warm ist und die Instrumente kalt sind, dann funktioniert das nicht. Und das kann ich heute mit unseren Infrarotheizungen in jeder Temperatur steuern. Wie ihr da seht, das sind alles unsere Wi-Fi-Geräte, das heißt, ich kann alle mit der App steuern, ich kann sie jede einzeln steuern, die kann jede Temperatur da reinfahren. Und wenn jetzt eine Probe ist und darin 40 Leute sind, da reden wir heute ja davon, dass da heute ein gewisser Energiewert im Prinzip von jeder Person abgeht, je nachdem wie groß jemand ist und wie jung oder wie alt, reden wir schon richtig bei so einer Anzahl von Personen an einer Energie. Und die Energie erkennen unsere Paneele auf 1/10 Grad genau. Und damit habe ich heute nicht leider darin eine perfekte Temperatur. Ich habe keinen Stab, weil keine Konvektion existiert, weil das ist eine sehr hohe Raumhöhe. Und über diese Reflexion und Rückreflexion wird ja jedes Instrument, so wie da jetzt zum Beispiel das Schlagzeug, jede Oberfläche, was da drinnen ist, wird die Wärme aufnehmen. Und wenn es das heute nur zum Beispiel auf 18 Grad einstößt, wird da drinnen eine gleichmäßige Reflexion. So, da seht ihr jetzt das Instrument, das hat da knapp 18 Grad. Da haben wir dieselbe Temperatur. Wenn ich da jetzt einer mies, haben wir ebenfalls die Temperatur. Und wenn ich jetzt da einmal drüber gehe und jetzt sage, okay, jetzt schauen wir uns einmal da den Bereich an, ist ebenfalls das Gleiche. Und wenn wir da jetzt zum Beispiel den Stuhl anschauen, der hat genauso die Temperatur. Und das ist Celsius, das ist unsere Hightech-Infrarotheizung, eine gleichmäßige Wärme in allen. Und damit werden die Instrumente kein Kondenswasser mehr haben, sie werden sich nicht verstimmen. Und ihr werdet dann keinen Teig drauf haben oder kennst diesen Belag, diesen weißen, aber das ist eigentlich schon eine Vorstufe von Schimmel. Das passiert oft, wenn Proberäume heute irgendwo in einem feuchten Raum sind, in einem Kellerraum, und dann sind die Instrumente, die was ein Vermögen kosten, auf einmal alle verstimmt oder heute teilweise Schimmel drinnen. Das sind Schäden, die gehen ins Immense. Und das könnt ihr euch sparen, wenn ihr unsere Celsius Infrarotheizung verwendet. Es ist ein Entfeuchtungs- und Heizgerät, ihr könnt jede Temperatur darin fahren. Und wir haben da zum Beispiel bei den ganzen Geräten, was da hängen, ungefähr einen Stromverbrauch, der bewegt sich in dem Fall, weil es eine Außenwand ist, irgendwo zwischen 150 und 200 Watt pro Stunde und auch weniger. Damit habe ich auch relativ günstige Verbräuche. Wir reden da ungefähr von 40 bis 50 kW auf 24 Stunden auf diesen riesigen Raum mit alle Paneele, was da hinten seht. Und das ist möglich durch unsere Wi-Fi-Steuertechnik, weil die sich von 550 Watt auf 50 Watt vollautomatisch reguliert. Da brauche ich gar nichts tun und die sind hochsensibel und sie können sich selber, eine Software im Prinzip kann ich halt über die App aktivieren und dann kann jedes Panel sich da selber installieren. Da braucht es nicht einmal mehr uns dazu, das machen die Geräte selber. Und damit bin ich immer am neuesten Stand und dann sind wir bei dem Thema wartungs- und verschleißfrei und nie mehr alte Heizung. Und wir können alles, was darin ist, vor Kondenswasserschäden bewahren, weil heute die Reflexion und Rückreflexion auf 12 Meter Raumtiefe überall da im Raum stattfindet und dadurch die Infrarotwärme darin auch gleichmäßig ist. Wenn ihr mehr Informationen haben wollt, geht's auf www.infrarothehimmel.at, tut uns liken, tut uns abonnieren und wir freuen uns auch über Anfrage und bis demnächst zum nächsten Video. Viert euch!